Willkommen, Freunde. Ich hatte eigentlich vor, eben die Gruppe anzupassen, damit wir direkt weitermachen können. Aber jetzt, wo ich Gale ins Team nehmen möchte er uns eine große Offenbarung kundtun. Deswegen nehme ich euch einfach mit hinein und wir schauen und hören uns an, was er zu erzählen hat. I might just be about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. And from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mystra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time, she became my muse. And later, even my lover. Oh, yes. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mystra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. And he almost managed, but not quite. His entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms. Until the day Mystra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? You know me. My gestures can never be grand enough. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mystra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Let me show you. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you in, into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book, bound, and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws,
It's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And God says it ever hungry. Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. This netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. We might chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner. We might cross paths with a miracle round the bend. Then again, we might not. All of this, it must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Ja, ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Ich wollte eigentlich anstatt Gale den Druiden hier mit ins Team nehmen, konnte ich aber nicht. Beziehungsweise er wollte nicht. Deswegen ist er nicht dabei. So, mal hier. Na, komm. So. Jetzt hat er sich ordentlich einen reingeballert. Eben schnell speichern. Und dann düsen wir genau hier oben in dem Bereich. Und dann haben wir hier noch einiges zu tun. Ach so, ja, stimmt. Teehaus wird hier immer noch als Quest angezeigt, aber ich bin fest der Meinung, dass die Quest durch ist. Maybe I need more pockets. So, die beiden Dudes, denen wir geholfen haben, sind die nicht abgehauen? Oh, enough waiting. I crave blood. Without delay. So, düst mal schön hier hoch. Open up. Ja, einfach mal alles mitnehmen, was hier so am Start ist. Okay, da haben wir eine Falle. Sehr schön. Gut, dann... Ja, da muss man einmal komplett außen rum. Da habe ich jetzt nicht ganz so viel Bock zu. Was ist das hier? Oh, nee, lieber nicht ganz so nah da dran, sonst fliege ich da runter.
Na? Okay, wir kommen da nicht weit genug weg. Dann war die Höhle hier weniger spektakulär, als ich geglaubt habe. Na, da ist aber auch nichts. Mal eben schauen. Nee, das passt schon. Gut. Dann düsen wir hier einmal herum. In die Abtei, was auch immer, da wo ordentlich Feuer am Start war. Denn ich glaube, ein Drache wird uns... Something the matter? Nee. Ich wollte eigentlich Balsam einsammeln. Oh, action, not reaction. Ja, weil wenn eine Abtei, ein Gebäude, was auch immer, komplett in Flammen steht, geht bei mir immer direkt ein Drachenradar los. Nee, das sind keine Drachenfußspuren. It will be my home soon enough. Should Vlaakith will it. Na, die ganzen Eingeweide hier. Without delay. Und da sind wir wieder. Ah, stimmt. Hier, auch wenn hier alles komplett zerstört ist, wollten sich doch irgendwelche Dudes mit uns zum Bier treffen, oder nicht? I hear shouting. Someone needs help. Oh, die Leiche da hinten war nicht zur freien Verfügung. Worth examining. Jetzt muss ich hier sogar noch aufpassen, welche toten Kobolde ich hier plündere. Nicht, dass die Leute hier noch komplett amok laufen, weil ich klaue. What's that? Ja, nimm's doch. Oh, im Gebüsch. I'm not fitting through that tiny hole. Ja, aber davon haben wir irgendwie sehr viele, ne? Ist das jetzt wirklich nur alles für die Halblinge? Dann wäre es vielleicht auch nicht verkehrt, am Anfang so einen Halbling zu nehmen, wenn der sich hier durch jede Ritze quetschen kann. Teachers care when they would be reckless. There were three. When we would No, not. four. So it is spoken, and so is it done. Gut, jetzt können wir hier rein. Ja, nicht der schönste Ort der Welt, aber immerhin gibt es hier was zu... Nein, ich habe keinen Bock mit dir zu quatschen. Aber immerhin gibt es ja hier was zu essen, damit wir dann auch eine lange Rast machen können. Denn wenn die Dudes hier kaputt sind... Okay, dann halt nicht. Wenn die Dudes hier kaputt sind, muss ich auf jeden Fall eine lange Rast machen. Denn hier oben die kurze Rast ist natürlich komplett aufgebraucht. Vlaakith's will be done. Impressive Oh, armor. das geht auch Drow noch. handiwork. Peace in this plane and beyond. Teachers care when we would Gut. be reckless. Teachers certainty when we would have doubt. Ah ne, hier oben müssen wir noch lang, okay. Positioning.
waren wir auch noch nicht. Cautious steps. Open that door and we go up in flames. Ja, ich bin heute irgendwie ein bisschen schlampig unterwegs. Normalerweise durchforsche ich ja alles und klaue auch alles, was irgendwo rumliegt. Aber heute irgendwie nicht so wirklich. Ich hoffe, das liegt nur am Wetter. Aber mal schön hier alles mitnehmen. Solange das Zeug noch nicht weggegammelt ist, passt das ja auch. Na, komm schon. Das mag jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so ganz interessant sein. Ist aber wichtig. Weil ich brauche bald wieder eine lange Rast. Securing. Just care when they would be reckless. Ja, ein schöner Fischkopf. Daraus lässt sich eine lecker Suppe machen. Bin ich zwar kein Freund von, aber Fischsuppe soll für diejenigen, die es mögen, ganz lecker sein. Ein bisschen Wein in den Kopf jagen, das machen wir dann auch am Lagerfeuer. Ja, komm schon, gleich haben wir es geschafft. Das ist zwar alles verfault, aber egal. Certainty when we would have doubt. So it is spoken, and so is it done. Ja, ein nettes Städtchen sieht ein bisschen anders aus. Es klingt aber auch irgendwie so, als wenn hier gerade ordentlich Krieg am Start ist. This is the spot Rugen marked. Doesn't look like much. Wird hier wieder Gangbang gemacht oder wie? You spot a man crouching between the shelves, just as he spots you. Bugger! Ja. Oh, Helm's Orbs. I thought you were Flaming Fist. Well, down you go then. They'll be on us soon, so if you're looking to trade, you best be quick. Entrance is hidden behind the wardrobe. Here's the key. Gut, vielen Dank. More interesting times. If not over, then through. So, welcher Schrank? Ich sehe hier keinen Schrank. Oder habe ich mich verlesen? Said your friend could pass. Goes for you too. Aber wohin? It looks so small from here. Ah, da ist eine Luke. Na Leute, ich hoffe mal, ihr verarscht mich nicht hier schon wieder.
Ah, da haben wir doch was. Look at that. Genau, den Schrank hat sie gemeint. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt hier gleich einen Kampf haben oder das mit ein bisschen Konversation alles regeln können. Und ich bin schon wieder überladen. That's far enough. What's your business down here? Answer honestly and maybe we'll kill you clean. Hold on. That's the lad who saved us from the gnolls. You revealed our location. That tongue gets any looser, Rugen, I'll cut it out. Come down then. Seems you're a friend of the family. Nee, wir sind jetzt kein Freund der Familie, vor allen Dingen, wenn die Familie einen so behandelt und begrüßt. Alright. Moment. Im ersten Moment habe ich gedacht, das wäre eine Falle. Oh, ist es auch? Und wieso würfel ich hier? Ja, passt doch. Sehr schön. Don't get comfortable. That's curious. So, wo ist denn jetzt hier... Ist das Blut? Belt knife. Check. Hier könnte auch... Ja, ist auf jeden Fall irgendeine Flüssigkeit. Jock. Oh! Helm's hanging. Orbs that hurt. Ah, hier sind, glaube ich, diejenigen, die was zu melden haben. I owe you one for saving my people. The Zentarim look out for their own. Even if it's Rugen. That's worth some coin. And my thanks. Our trader can show you some of our more exotic items now. But don't delay. This place is likely to be rubble soon. Someone kidnapped a duke. Right on our bloody doorstep. The Flaming Fist will need someone to blame. I don't plan on it being us. Okay, auf jeden Fall haben wir hier was bekommen. Teehaus. Na, das Teehaus war doch... Oh, die Armbrust ist, glaube ich, was für Karlach. Ach, shit, Nee, das macht auch keinen großen Gewichtsunterschied aus. Ich bin immer noch überladen. What? Ich habe hier doch so gut wie nichts mehr zum Abgeben. Ja, also das Teehaus war ich irgendwie der Meinung, haben wir gesehen im Sumpf. Aber hier wird uns noch mal ein bisschen was anderes gezeigt. Wow, das Ding hier ist ja auch größer als im ersten Moment gedacht. I hate wolves. That wall's an illusion.
Hiding what, I wonder? Dann nutzen wir mal Schnellspeicherung. Doesn't work. Doesn't work. Okay, funktioniert nicht. Schade, aber dann decken wir hier nochmal eben schnell die Map auf. Aber wenn die das Ding hier eh in die Luft jagen möchten... Keep away from me! Ach, sie hat Angst. Ah, die hat, glaube ich, so eine kleine Wolfsphobie. Ich meine, sie hätte da auch was gesagt, als wir im Druidenhain waren. Habe ich natürlich wieder komplett unterdrückt. Aber egal. So. Belohnung hier unten kassiert. Diese Quest scheint erfolgreich abgeschlossen zu sein. Dann können wir weitergehen. Auf der Suche nach meinem Drachenmoment. Und wir haben ja jetzt diese Map eigentlich so gut wie komplett abgearbeitet. Das heißt, wir könnten bald auch den Map-Wechsel durchführen. Wir müssen ja irgendwie in die Unterwelt. Klingt interessant. Ja, du kannst hier mal schön plündern. Ach, wir haben da einen Schnellreisespot, dann nutzen wir den doch mal. You've a particular way with words, Gale. Perhaps oration suits you more than battle. They're not mutually Okay, das ist jetzt hier, glaube ich, auch so ein bisschen Storyline von unserem Halborg. Das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Ah, wir haben hier oben was. No time to rest. Da haben wir was. Ja, passiv ist immer gut. Na, komm schon. Fress dich durch. Na, schade, hier ist noch komplett unerforscht. With haste. Enough waiting. I crave blood. Drop your weapons! I'll feed your innards to the ants before I do that, Istik. This is your last chance! No, look up. That was your last chance, Istik. Now burn! Stop wasting time, Beretta. You're not here to play with the locals. Of course, Kithrak. We merely sought to... No excuses. Question, kill, then move on. Find the weapon. Our queen watches us. Fail her at your peril. A red dragon. I envy its knight. Would that I rode such a steed.
A crash must be near. Come, my kin await. Ja, ich schließe mich definitiv dem an, was dort stand. Die sehen gefährlich aus. Da ist ein Drache. Erstmal speichern. So, wieso ist er hier schon wieder stark überladen? Hier ist doch nichts passiert. Wieso hat er hier schon wieder Gewichtsprobleme? Und vor allen Dingen ziemlich heftige. Das kann doch nicht dieser eine Skill sein, den ich eben bekommen habe. Ja, dann muss ich leider gehen. Wir haben ja hier irgendwie eine Zwischensequenz. Und dann irgendwo hinporten, wo... Ja, ins Lager gehen und auf die Bank was legen oder so. My time is short. Lead me to... Shh, shh. Such a familiar tone. Were I not merciful, I would slice the skin clean from your meat. Yet you are not bleeding. For I am nothing if not merciful. Your name, child. Lae'zel. Lae'zel. Proud. Regal, even. You will call me Githyanki-Kriegerin. Voss, Knight Supreme. The Queen's silver, the Queen's sword. I am who you say. A Gale vessel has fallen from the sky, Lae'zel. Thieves aboard have taken a weapon most precious. It is polyhedric in shape and inscribed with the sacred runes of our people. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon that Voss seeks. It's the artifact that she carries. Her mind focuses. The Gith's suspicions cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is right within their grasp. Take word to your creche. You are to join our search. Speak up, child. Affirm your mandate. So, wir lassen, glaube ich, sie sprechen. Ah, guck mal eine an. Hier sehen wir jetzt auch zum ersten Mal, dass das rechte Auge ja tot ist. Oder das linke Auge eher gesagt. Gut, was machen wir? Sagen wir ihm die Wahrheit? Spielen wir mit? Na, versuchen wir mal zu überzeugen. Boah, wie kann man mit einem 5er-Bonus das Ding vergeigen? Mandate, Githyanki-Kriegerin, is to locate this creche. I was infected aboard a Gale ship and need to be purified. Your mandate is to aid me. Purified? Soon your skin will go grey, and your blood will run silver. You will shed your skin to become Gale. Only in death are the infected cleansed. Boretha, see that her skull is split and the tadpole crushed. Then examine her corpse. I will take word to the undying queen. Our search continues. A current of deception carries Voss's words. Wherever he flies, it is not to Vlaakith. To Danos, to the sky! Wenn er uns tot sehen möchte, wieso hat er dann nicht einfach seinem Drachen gesagt, kill sie? What the fuck ist das?
die sind zu viert. Und haben nach dem ersten Angriff schon einen von uns umgenietet. Ist das euer Ernst? Wow. Eine 30-prozentige Chance zu treffen. So, da haben wir es. 30-prozentige Chance. Nice. Ja, schade. Im besten Fall hätten wir ihn killen können. Leute, was... Was haut ihr da für einen Schaden heraus? Wow, sehr schön. Ja, ich muss jetzt alles rauswemsen, was ich hier so habe. Ach, der hat ja gar nichts mehr. Sehr schön. Ich wollte nämlich mit dem Druiden in die Bärgestalt gehen. So, jetzt kommt hier wieder die Psychobraut. Alter, was ist das denn? So, und jetzt ist die sogar noch unsichtbar. Oh mein Gott. So, und du kannst jetzt... Du kannst nicht angreifen? Oh Gott, wieso habe ich dich überhaupt mitgenommen? Ja. Oh, sehr schön. Worth examining. So, dann können wir beim nächsten Mal hier weitermachen. Die hat ordentlich reingewämst. Der auch. Die alte hier ist noch unsichtbar. Ja, da muss ich nachher Schriftrollen. Der Wied. Alle drei sind down. Shit. Nee, das macht keinen Sinn.
Das müssen wir noch mal ein bisschen professioneller angehen. Na, komm schon. Erstmal müssen wir hier korrigieren. Let's move. Oh Gott, bin ich langsam. Alles klar. Machen wir das mal ein bisschen anders, oder? Something good here. I hope. Gut, ich baue mal das Team zusammen. Er bleibt zurück. Schattenherz bleibt zurück. Dafür nehmen wir Karlach und Astorian mit hinein. Dann mache ich eine lange Rast. Und dann sehen wir uns nochmal wieder und versuchen dann nochmal den Bums zu starten wie eben. Vielleicht mit ein bisschen mehr Würfelglück, vielleicht aber auch mit ein bisschen mehr Glück im Kampf, weil das eben war ja eine Katastrophe. Hellsfire. She's coming. Wyll, you've been naughty, and you know what happens when you're naughty. God damn it. Anyone but her. Wyll, you absolute stinker. You kept me a secret? Time to let the Hellcat out of the bag. Call me Mizora. I'm Wyll's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Wyll. But Karlach's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlach, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlach meets the criteria by virtue of having no heart. The point? Oh, yes. Thanks for the reminder. Wyll burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlach, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Wyll, don't forget, our pact still stands. Ta-ta.
Was ist da gerade passiert? Ne, in Satyr ist er nicht, weil die Füße sind ganz normal. God's damn her, straight back to the hells. Just look at me. I did what was right, and Mazora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Warlock pacts tend to be unforgiving from what you know of them. Wyll was lucky he didn't face a more severe punishment. I deserve that. Consider me properly shamed. It's Mazora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds, but I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mazora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mazora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Okay. Gale hatte noch ein bisschen was zu erzählen, aber wen interessiert's? Oha, was passiert jetzt? Ach so, unsere Wächterin. I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. For now. I see you've been using the powers the tadpole gives you. Good. But things haven't gone as you expected. You hoped a druid as powerful as Halsin might be able to remove your tadpole. But he couldn't. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. You were lucky that Halsin knew this. His instincts are right. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerûn. I am not sure yet. To find the answers, we must first find the source. These parasites are more than illithid spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. You witnessed it yourself with Priestess Gut. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the True Souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. It's complicated, but I'm an adventurer. Just like you. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells. They need me. I have to go. No.
It isn't safe. The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. The cultists are gathering at Moonrise Towers. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. Ein bisschen viel Druck. Aber gut. So, dieses komische weiße Fenster hier, das nervt mich ein wenig. Aber okay. Through a ball held firmly in his mouth. Natürlich nicht. Ja, 10 und ein +2. Mal schauen. Sehr schön. Jetzt verarschen wir den Guten mal ein wenig. He relinquishes the ball. It is well chewed and slick with drool. Na komm, du liebenswerter kleiner Wicht. Ein bisschen verarscht, aber trotzdem kriegst du deine Streichleinheiten. Gut, dann Gegenstand erhalten, wunderbar. Dann können wir den Spaß hier verlassen. Also Wyll hat jetzt schicke Hörner bekommen. Der wird das vermutlich ein bisschen anders sehen. Aber so schlimm sind die jetzt auch nicht. Sehen sogar ziemlich cool aus. So, Carla hat keine Gewichtsprobleme mehr. Sehr schön. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Wyll hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. You can say that again. When he was chasing me through Avernus, I thought he was just another sad merc. How wrong I was. Gut, jetzt ist der ganze Spaß durch. Schnell speichern und den Kampf wiederholen wir dann beim nächsten Mal. Diesmal haben wir hoffentlich ein besseres, stärkeres Team als beim letzten Mal. Aber die Viecher haben schon gut reingeknallt und ich bin mal gespannt, wie der zweite Versuch ausschauen wird.